Mein Name ist Karim Hadja, ich bin Oberarzt hier am Alfred-Krupp-Krankenhaus in der Klinik für Neurologie und bin ärztlicher Leiter der Schlaganfallstation. Zu den seltenen, nicht atromatösen Karotisspathologien als Ursache des juvenilen Schlaganfalls gehören zum Beispiel das Carotid Web oder auch die fibromuskuläre Dysplasie. Bei dem Carotid Web, im Gegensatz zu anderen, zum Beispiel atherosklerotischen Gefäßveränderungen, ist es so, dass die sich durch eine spornartige Hyperplasie der Intima im Bereich des Carotis bulbus oder am Karotisabgang kennzeichnen und charakterisieren, die typischerweise einen Füllungsdefekt in der CT-Angiografie aufweisen und die im Gegensatz zur atherosklerotischen Plaque nicht zirkulär die gesamte Wand betreffen, sondern vorwiegend von der Hinterwand der Karotis ausgehen. Bei der fibromuskulären Dysplasie ist es so, dass es dazu Gefäßwandveränderungen in mehreren Segmenten der Karotis kommen, die also vor allen Dingen auch distal des Karotisabgangs liegen und da also einen multisegmentale stenosierenden Gefäßprozess machen, der eben nicht atherosklerotischer Genese ist. In der CT-Angiografie charakterisiert sich das Carotid Web auch dadurch, dass man auf den axialen Schichten so eine laminäre Struktur in dem Lumen sieht, dort wo das Carotid Web von der Gefäßwand abgeht, und das sieht dann so aus wie zwei aufeinanderliegende Brötchenhälften, die durch eine Membran getrennt sind, so ein bisschen wie bei einem Burger, wo zwei Brötchenhälften und das Patty dazwischen ist. Deswegen nennt man das auch das Burger Sign. Und auf den koronaren oder sagittalen Schichten sieht man dann eben so einen spornförmigen Füllungsdefekt, der sich von der Intima abgeht, und das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Zahn, der in das Gefäß reinragt. Das zeichnet das Carotis Web aus und grenzt es eben von anderen Karotispathologien ab. Zur Darstellung seltener Karotispathologien als Ursache des juvenilen Schlaganfalls haben sich mittlerweile moderne diagnostische Methoden so weiterentwickelt, dass wir sie anstelle der früher genutzten konventionellen Katheterangiografie gut einsetzen können, um das Carotid Web auch sicher darzustellen und zu erkennen. Ja, man kann das Carotid Web mittels Ultraschall, mittels CT-Angiografie oder auch MR-Angiografie darstellen und erkennen. Da es die am meisten genutzte diagnostische Methode heutzutage nach einem Schlaganfall die CT-Angiografie ist, hat sich das eigentlich als Goldstandard etabliert. Und hier ist es gerade, was das Carotid Web angeht, wichtig, dass man nicht eine uniplanare, also eine eindimensionale Schichtaufnahme durchführt, sondern eben, dass man multiplanare Aufnahmen macht in axialer, koronarer und sagittaler Ebene. Weil nur auf die Art und Weise kann man die typischen oder die klassischen Zeichen des Carotid Web gut darstellen und damit das Carotid Web auch erkennen und von anderen Karotispathologien unterscheiden. Im Gegensatz zu atherosklerotischen Karotispathologien, bei denen man sekundärprophylaktisch nach einem Schlaganfall häufig mit Plättchenhämmern behandelt und damit auch eine signifikante Risikoreduktion erreichen kann, ist es beim Carotid Web so, dass da offenbar die konservative Therapie entweder mit Plättchenhämmern oder auch mit Antikoagulation nicht zu einer signifikanten Risikoreduktion führen. Im Gegenteil ist in den Publikationen dadurch und in der Literatur beschrieben, dass trotz konservativer Therapie nach einem Schlaganfall bei Carotid Web ein relativ hohes Rezidivrisiko von bis zu 40% besteht. Ja, sodass man hier empfiehlt, sekundärprophylaktisch das Carotid Web zu entfernen, entweder operativ durch eine Karotisendarterektomie, indem man die Intima-Hyperplasie, die das Carotid Web verursacht, entfernt, oder endovaskulär durch die Behandlung mit einem Stent, indem man das Carotid Web überstendet und damit das Gefäßlumen wiederherstellt. Dadurch haben sich zeigen lassen, dass das Risiko signifikant gesenkt wird, etwa auf das Rezidivrisiko eines juvenilen Schlaganfalls ohne Karotispathologien.